Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute habe ich ein weiteres klassisches Plätzchenrezept für euch. Und zwar machen wir Spitzbuben bzw. Linzer Plätzchen oder auch Hilda-Brötchen genannt. Ich zeige euch hier Schritt für Schritt, wie sie nicht nur besonders lecker werden, sondern auch noch richtig gut aussehen. Die Zutatenliste findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Viel Spaß beim Zuschauen! Für den Mürbeteig geben wir zunächst Butter, eine Prise Salz, Vanillinzucker, Zucker, gemahlene Mandeln und etwas Zitronenabrieb in eine Schüssel und verrühren alles zu einer geschmeidigen Masse. Dann fügen wir Eigelb hinzu und rühren es gut unter. Zum Schluss geben wir das Mehl hinein und verrühren alles rasch zu einem glatten Teig. Den Teig wickeln wir in Frischhaltefolie und stellen ihn für eine Stunde in den Kühlschrank. Da der Teig sehr klebrig ist, habe ich hier meine Arbeitsfläche mit Frischhaltefolie ausgelegt und bestreue diese noch mit Puderzucker. Dann nehme ich etwas Teig aus dem Kühlschrank, lege eine Folie darüber und rolle ihn 3 mm dick aus. Damit der Teig auch gleichmäßig dick wird, verwende ich hier Silikonringe. Es geht aber auch ohne Ausrollhilfe. Den ausgerollten Teig stellen wir vor dem Ausstechen für 2 bis 3 Minuten ins Gefrierfach. Zum Ausstechen könnt ihr einen ganz normalen Ausstecher nehmen und zum Beispiel mit einer Spritztülle ein Loch ausstechen. Viel einfacher geht es aber mit einem sogenannten Linzer Ausstecher, bei der das kleinere Förmchen genau in der Mitte sitzt. Den Ausstecher drücken wir erst in Puderzucker und stechen aus der noch festen Teigplatte erst einmal nur gelochte Plätzchen aus. Die Plätzchen setzen wir dann direkt mit dem Ausstecher auf das Backblech. Auf diese Weise kann sich die Form nicht verziehen und die oberen und unteren Teile der Spitzbuben passen später gut übereinander. Die Plätzchen backen wir 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad goldgelb. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass die Plätzchen beim Backen nicht verlaufen, müsst ihr sie vor dem Backen nochmal kühlen. Wenn die Kekse vollständig abgekühlt sind, bestreuen wir sie mit Puderzucker. Den restlichen Teig rollen wir wieder zwischen 2 Lagen Klarsichtfolie 3 mm dick aus und lassen ihn vor dem Ausstechen im Gefrierfach fest werden. Aus der zweiten Hälfte des Teiges stellen wir jetzt genauso viele ungelochte Kekse her, wie wir gelochte Kekse gemacht haben. Auch diese Kekse backen wir 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad goldgelb und lassen sie vollständig abkühlen. Für die Füllung gebe ich Himbeermarmelade und etwas Zitronensaft in einen Topf und koche sie unter Rühren kurz auf. Man kann aber auch Johannisbeergelee oder Aprikosenmarmelade verwenden. Die heiße Marmelade streiche ich durch ein Sieb, um die Kerne zu entfernen. Zum Füllen nehmen wir jetzt jeweils ein ungelochtes Plätzchen, drehen dieses um und geben etwas Marmelade auf die Mitte.
Die mit Puderzucker bestreuten Deckkekse fassen wir vorsichtig nur an den Rändern an und setzen sie so auf die Marmelade, dass diese die Öffnung ausfüllt. Die Füllung wird besonders schön, wenn die Marmelade noch warm und glatt aufgetragen wird. Falls nötig, kann man sie mit etwas Wasser nochmal erwärmen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr macht dieses Rezept auch mal nach. Falls ihr noch Fragen habt, dann sendet mir einfach einen Kommentar. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.